Moin Moin, hier ist der Zapp. Im Folgenden möchte ich dir ein wenig von einem kommenden Rollenspiel erzählen, das eventuell im Herbst den RPG-Markt komplett aufmischen könnte. Ich spreche von The Outer Worlds, entwickelt von niemand Geringerem als Obsidian Entertainment. Vor kurzem gab es ein erstes Anspiel-Event, zu dem kleine YouTuber wie ich natürlich nicht eingeladen werden. Aber ich habe freundlicherweise vom amerikanischen YouTuber Mr. Matty Plays die Erlaubnis bekommen, seine Aufnahmen von diesem Event zu nutzen, um das Spiel etwas genauer zu analysieren und dir davon zu berichten. Und so kann ich dir ein paar Sachen aus dem Spiel zeigen, die du vielleicht noch nicht gesehen hast. Vielen Dank an Mr. Matty Plays, Link zu seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Outer Worlds Release. Outer Worlds wird am 25. Oktober 2019 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Ein Release auf der Switch ist ebenfalls in Planung. Eine große Kontroverse ergab sich im Vorfeld durch die Ankündigung, dass Outer Worlds nicht auf Steam erscheinen wird. Erst wurde es als reiner Epic Store Exklusivtitel angekündigt. Nachdem Obsidian Entertainment mittlerweile aber von Microsoft übernommen wurde, ist klar, dass Outer Worlds auch im Microsoft Shop für Windows 10 erscheinen wird. Auf die extrem umfangreiche Thematik Epic Store vs. Steam, Plattformexklusivität etc. möchte ich hier jetzt nicht weiter eingehen. Wenn du Interesse an einem Beitrag zu diesem Thema hast, lass es mich wissen in den Kommentaren auf Discord oder im Forum auf meiner Webseite. Obsidian Entertainment. Outer Worlds ist ein ganz neues Spiel und mit einer neuen Marke komplett entworfen von Obsidian Entertainment. Dieses Studio ist bekannt als Macher von vielen RPGs, wie zum Beispiel Star Wars The Knight of the Old Republic 2, KOTOR 2 und Fallout New Vegas. Viele Jahre hat Obsidian mit enorm vielen Auftragsarbeiten mit großen Marken für andere Studios auf sich aufmerksam gemacht, wie eben Fallout New Vegas, Neverwinter Nights, Dungeon Siege 3, South Park, Der Stab der Wahrheit oder auch unbekanntere Mitarbeit an Titeln wie zum Beispiel Armored Warfare oder dem Action-MMORPG Skyforge. In den letzten Jahren haben sie bereits ein paar neue eigene Marken entwickelt, wie den Spionage-Shooter Alpha Protocol, Pillars of Eternity und das nicht ganz so erfolgreiche Tyranny. Nicht ganz so bekannt ist, dass Obsidian eigentlich von dem ursprünglichen Erfinder von Fallout und dessen Vorgänger Wasteland geleitet wird. Denn der Gründer von Black Isle Studios, Fergus Urquhart, ist einer der Köpfe von Obsidian. Die Firma Black Isle Studios hat nach der Mitarbeit an Genregrößen wie Bard's Tale und Baldur's Gate, Wasteland, dann auch Fallout 1 und 2 entwickelt. Leider kam es dann während der Entwicklung von Fallout 3 zu einem finanziellen Schiffbruch und Black Isle Studio wurde aufgelöst, genau wie der damalige Publisher Interplay. Daraus folgte ein Ausverkauf und dabei wurde die Marke Fallout zu Geld gemacht und an Bethesda verkauft. Nun versuchen Obsidian neben einem Wasteland 3 mit Outer Worlds auch eine ganz neue Marke in einer Fallout-ähnlichen Welt und sehr ähnlicher Spielweise zu etablieren. Links zu mehr Infos zu Black Isles und Obsidian findest du in der Beschreibung. Outer Worlds Übersicht. Outer Worlds wird ein Einzelspieler First-Person-Action-RPG mit sehr starkem Fokus auf Geschichte und Interaktionen mit den Figuren und Fraktionen der Welt. Es spielt auf dem fremden Planeten Halcyon, auf dem wir gestrandet sind und gegen ein gigantisches Riesenunternehmen ankämpfen, das die Kontrolle über diesen Planeten an sich gerissen hat. Ein komplexes Fähigkeiten- und Dialogsystem soll hier für rollenspielerische Tiefe sorgen. Outer Worlds ist laut Entwickler nicht so groß, wie man das von Fallout-Titeln gewohnt ist. Es soll eine kompaktere Welt bieten, dafür aber sehr komplexe Storys mit sehr vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Die Welt. Outer Worlds spielt auf dem Bergbauplaneten Halcyon, der von verschiedenen Fraktionen schwer umkämpft wird. Die Welt könnte man dabei als eine Mischung aus Sci-Fi, Weltraum und etwas Western gemischt mit Fantasy-Elementen beschreiben. Es erinnert mich von der Stimmung her ein klein wenig an die populäre Serie Firefly, die leider eingestellt wurde. Die Vegetation und Farbenvielfalt erinnert mich wiederum optisch etwas an No Man's Sky, aber das halte ich für eine gute Eigenschaft. Die Welt ist technisch keine komplette Open World. Sie ist in Parzellen unterteilt und manche Häuser, Dungeons und andere Orte sind hinter Ladebildschirmen abgeteilt. Es gibt umfangreiche Außengebiete und mehrere Dörfer und Städte, die teilweise auch unterirdisch liegen. Gameplay allgemein. Das ganze Spiel wird in First Person gespielt, sprich Ego-Perspektive ist angesagt. Eine Ansicht von hinten auf den Charakter ist nicht geplant. Außer in Cutscenes, im Inventar und im Charakterbildschirm werden wir unseren Charakter also nicht viel sehen. Neben der Erkundung der Welt an sich wird es, wie es sich für ein Rollenspiel gehört, viele Quests und Geschichten geben, die von zahlreichen NPCs per Sprachausgabe erzählt werden.
Neben den Städten und Landschaften des Planeten und dem Kampf gegen die Monster und gegnerischen menschlichen Charaktere spielen auch die Begleiter und die Fraktionen eine wichtige Rolle in der Geschichte von Outer Worlds. Dialoge, Quests und NPCs. Zu einer glaubhaften und interessanten Rollenspielwelt gehören vor allem gut gemachte NPCs. Obsidian ist hier sehr erfahren mit der Gestaltung von Nichtspielercharakteren und so wird sie Outer Worlds wohl voll sein mit den verschiedensten und skurrilsten Figuren. Outer Worlds möchte mit einem besonderen Humor für ein ganz eigenes Ambiente sorgen. Hier wird es sehr umfangreiche Gespräche und Entscheidungsmöglichkeiten geben, wobei letztere oft auch verschiedene Abzweige im Gespräch bieten werden, basierend auf den Charakterwerten, die man gesteigert hat oder halt nicht. Und auch auf bestimmten Entscheidungen, die man vielleicht bereits vorher an anderer Stelle getroffen hat. Die Bewohner von Halcyon reagieren auf die Entscheidungen des Spielers und sie können durchaus Wege eröffnen oder auch versperren. Rollenspielveteranen werden dies besonders aus Obsidians Meisterwerk Fallout New Vegas kennen. So gibt es zum Beispiel mit viel Charisma die Möglichkeit, jemanden schöne Augen zu machen, um ihn zu überzeugen, und auch Dinge wie Bedrohen, Erpressen, Schmeicheln und andere Optionen sind im Angebot. Oft gibt es auch besondere Möglichkeiten, die genau auf eine bestimmte Situation zugeschnitten sind oder die nur angeboten werden, wenn man einen bestimmten Begleiter dabei hat. Und natürlich sind diese Gespräche auch immer eine gute Quelle an Erfahrungspunkten, denn erfolgreiche Überredungen, Einschüchterungen etc. bringen immer einen ganzen Batzen an Erfahrung mit sich. Gameplay, Begleiter. Die Begleiter oder Companions waren in vielen Fallout-Spielen ein besonderes Highlight und gerade New Vegas bot hier einiges an Möglichkeiten. Diese Tradition wird auch in Outer Worlds wieder aufgefrischt und Obsidian stellt eine ganze Reihe möglicher Gruppenmitglieder bereit, die man im Laufe der Geschichte finden und dann auch in seine Crew aufnehmen kann. Jeder Gefährte hat dabei auch seine eigenen Ziele, bietet eigene Questreihen und besondere Kampfstile. Und natürlich können die Begleiter komplett wie der eigene Charakter auch mit Waffen, Rüstung und anderer Ausrüstung bestückt und angepasst werden. Laut Mr. Matty Plays sind die Begleiter, während man ihre Quest erledigt, sehr aktiv am Quatschen, aber abseits dieser Questreihen momentan eher noch zu ruhig. Es scheint in der Anspieldemo so, als würden die NPCs nach der Erfüllung ihrer Questreihe mehr oder weniger heruntergefahren, was ihre Interaktionen angeht. Hoffen wir, dass das noch etwas besser wird bis zum Release. Begleiter haben eine gewisse Einstellung zum Spieler, die auch dazu führen kann, dass sie besonders glücklich oder sauer oder traurig werden. Dies wird aber nicht durch Kleinigkeiten beeinflusst, sodass man nicht einen NPC verlieren kann, weil man zum Beispiel oft geklaut hat oder sie auf ewig glücklich machen kann, nur durch ein paar Geschenke. Die Begleiter reagieren vielmehr auf die großen Entscheidungen, die man im Spiel trifft. Und hier kann man wohl dann mit persönlichen Gesprächen in gewissen Grenzen seine Entscheidungen auch dem NPC gegenüber erklären und rechtfertigen und so vielleicht durch gute Führungsqualitäten im Gespräch die Beziehung noch retten. In Interviews hat Obsidian aber auch schon angedeutet, dass man nicht dauerhaft mit den Begleitern herumlaufen muss, wenn man das nicht möchte. Wer also lieber alleine durch die Welt wandert, wird dies die meiste Zeit über dürfen. Nur manchmal sind für bestimmte Quests halt auch bestimmte Begleiter erforderlich. Gameplay, Kampf. Das Shooting in Outer Worlds ist laut Aussage von Mr. Matty Plays recht gut. Besser als Fallout 4, wie er sagt. Er kritisiert aber besonders die Nahkampfmöglichkeiten. In diesem Bereich scheint Obsidian noch einiges an Feinarbeit machen zu müssen. Wenn man mit einem dicken Hammer und einem riesigen Satz auf einen Gegner springt und dieser aber außer einer etwas kürzeren HP-Leiste sonst fast keine Regung zeigt, dann wirkt das nicht sehr realistisch. Neben dem Hauptcharakter wird es zahlreiche Begleiter geben, die auch aktiv in den Kampf eingreifen. Und man wird nicht nur einen, sondern bis zu 2 Gefährten mitnehmen können. Ein weiteres Kampffeature ist die Zeitverzögerung. Dies geht ein wenig in Richtung des Wertsystems in Fallout-Spielen. Der Charakter kann, abhängig von den gelernten Grundwerten und Fähigkeiten, ab und zu im Kampf die Zeit verlangsamen. Dies gibt eine Art Bullet-Time-Modus wie in den alten Matrix-Filmen oder zum Beispiel in den Max Payne-Spielen. Man selbst bewegt sich weiterhin ganz normal, aber alles andere in der Welt läuft in Zeitlupe für einen kurzen Moment. Damit kann man sich manche Notsituation im Kampf etwas übersichtlicher und einfacher machen. Es gibt in den Kämpfen teilweise starke Specials der Begleiter, die jeweils mit einer Art von Cutscene dargestellt werden. Diese sehen am Anfang sehr cool aus. Hier stellt sich aber auch die Frage, wie schnell sich das abnutzen wird, wenn Parvati das 50. Mal mit ihrem Hammerkopf überschwingend auf einen Gegner springt oder Nyoka mit ihrer Laser-Gatling diese imposant vom Rücken holt, vorbereitet und dann loslasert. Sicherlich absolut mitreißend beim ersten Mal, ganz nett beim 10. Mal, aber an irgendeinem Punkt eher nervig. Ich hoffe, dass man diese Cutscenes abbrechen kann.
Und wenn wir aus der Fallout-Richtung kommen, erwartet man vermutlich auch die teilweise brutalen Amputierungen und zerplatzenden Körperteile der Spielereihe. Diese Verstümmelungen werden, besonders wenn man das Bloody Mess Perk steigert, in fast allen Teilen der Fallout-Serie sehr detailliert dargestellt. Aber solche Details gibt es zumindest momentan in Outer Worlds nicht zu sehen. Charaktergrundwerte. Das Charaktersystem in Outer Worlds basiert auf 6 Grundwerten und 18 Fähigkeiten. Die Hauptattribute Stärke, Geschick, Intelligenz, Wahrnehmung, Charisma und Temperament bilden die Grundlage für alle weiteren Fähigkeiten. Anders als in vielen anderen Spielen wird bei den Grundwerten hier nicht in Werten von 1 bis 15 oder so etwas gerechnet. Stattdessen starten alle Werte mit mittelmäßig und man kann diese dann auf gut oder hoch verbessern. In Englisch Average, Good und High. Jedem Grundattribut sind dann wiederum bestimmte Fertigkeiten untergeordnet, wobei manche Fertigkeiten von mehr als einem Grundattribut beeinflusst werden können. Ich liste das dann ganz kurz und knapp mal auf. Stärke verbessert, Einhandnahkampf, Zweihandnahkampf, schwere Waffen, Blocken, Inspiration und Einschüchtern. Außerdem werden der Nahkampfschaden und die Tragfähigkeit verbessert. Geschick verbessert, Einhandnahkampf, Pistolen, Ausweichen, Blocken, Schleichen und Schlösser knacken. Zusätzlich gibt es schnellere Nahkampfangriffe und verbesserte Nachladegeschwindigkeiten. Intelligenz verbessert Gewehre, Überzeugen, Hacken, Medizin, Wissenschaft und Entschlossenheit. Darüber hinaus verbessert Intelligenz den kritischen Schaden. Wahrnehmung verbessert Pistolen, Gewehre, schwere Waffen, Ausweichen, Schlösser knacken und Ingenieurskunst. Obendrein gibt es einen Bonus auf Kopfschussschaden und Schaden auf Schwachpunkte. Charisma verbessert Überzeugen, Lügen, Einschüchtern, Hacken, Wissenschaft und Inspiration. Zusätzlich gibt es Verbesserungen für Begleiterfähigkeiten, Cooldowns und Vorteile für die Entwicklung des Rufs bei den Fraktionen. Temperament verbessert Zweihandnahkampf, Lügen, Schleichen, Medizin, Ingenieurskunst und Entschlossenheit und damit wird auch die Lebensregeneration erhöht. Falls dir das jetzt zu viele Infos auf einmal waren, gibt es das alles auf zapzock.de auch zum Nachlesen. Charakterfertigkeiten. Die Fertigkeiten reichen von 0 bis 100. Neben einem Startwert und dem Einfluss der Grundattribute können Fähigkeiten bei jedem Level-Up mit 10 Punkten aufgewertet werden, die man frei verteilen darf. Und darüber hinaus gibt es auch Ausrüstung, die weitere Bonuspunkte für die Grundattribute wie auch Fähigkeiten mitbringen. Die Fertigkeiten werden grob in die Kategorien Novize, Kompetent, Adept, Experte und Meister eingeordnet. Jeweils 20 Punkte bringen einen dabei eine Stufe höher. Und für jede Stufe, die man erreicht, bekommt die Fähigkeit eine Bonuserweiterung. Hier kann man dann nochmals eine ganze Liste von zusätzlichen Charakterfeinheiten freischalten. Als Beispiel kann Blocken auf Novize den Gegner ins Taumeln bringen. Auf Kompetent wird die Waffenabnutzung beim Blocken verringert. Als Adept kann man im Block doppelt so schnell gehen. Mit Experte werden bei einem perfekten Block die Paradewaffen gar nicht mehr abgenutzt. Und als Meister kann man mit einem erfolgreichen Block den Gegner so stark schwächen, dass danach für 5 Sekunden alle Attacken doppelten Schaden machen. Charakter-Perks. Da dies bisher noch nicht komplex genug war, bekommt ein Charakter bei jedem geraden Level auch noch einen Perk freigeschaltet. Perks gibt es in 3 Stufen, die erst nach und nach verfügbar werden. Und hier gibt es enorm mächtige Möglichkeiten, die man natürlich auch genau auf seinen Spielstil anpassen sollte. Es ist unwahrscheinlich, dass man in einem Mal durchspielen alle Perks freischalten kann, daher sollte man hier sehr genau überlegen, wie man seinen Charakter erweitert. Auf Stufe 1 gibt es da als erstes zum Beispiel Toughness. Ich vermute mal, dass das auf Deutsch übersetzt später so etwas wie abgehärtet heißen könnte. Dieser Perk erhöht mal eben die Grundlebensenergie um 50%. Dann gibt es Perks, die die Zeitverzögerung verbessern, den Schaden erhöhen, wenn man allein unterwegs ist, die Chance auf Crit-Treffer der Begleiter verbessern, schneller gehen oder rennen, mehr tragen, schneller leveln, weniger Rüstungsabnutzung etc. etc. Da wird sehr viel Individualisierung möglich sein in diesem Bereich. Ich zähle jetzt nur ein paar wenige Beispiele auf, da alle 42 Perks mit allen Details jetzt etwas zu viel wären. Ich werde den Blogbeitrag auf meiner Homepage später gern nochmal um eine genaue Tabelle aller Perks erweitern, Link in der Beschreibung. Übrigens soll es darüber hinaus auch sogenannte Flaws geben, also eine Art negativer Perk, den man sich durch bestimmte Dinge im Spiel einhandeln kann. Und hier gibt es dann Abzüge, zum Beispiel wenn man einem bestimmten Monstertyp gegenübersteht oder andere Nachteile. Allerdings sollen diese Flaws ihrerseits auch wieder Vorteile mit sich bringen, ähnlich wie die Mutationen in Fallout. Hierzu konnte ich aber bisher noch keine genaueren Details finden. Ausrüstung und Inventory.
Das Inventory ist recht schlicht gehalten, aber es sollte am PC zumindest vielleicht angenehmer zu bedienen sein als viele Bethesda-Game-Inventories. Es gibt 4 Waffenslots, 3 Munitionssorten, extra Inventories für Waffen, Rüstung, Medizin, Crafting-Material, Notizen und diese sind nicht in ewig langen Listen, sondern in Kästchen angeordnet, sodass man nicht so viel scrollen muss. Waffen haben verschiedene Spezialfertigkeiten, wie Stolpern lassen, Zurückschubsen etc. Sie können auch mit Modifikationen wie besseren Läufen, Magazinen und Visieren verbessert werden. Wie stark diese Aufrüstungen sein werden und wie umfangreich dieser Teil des Spiels ist, kann ich momentan noch nicht so gut einschätzen. Wenn man aber die Möglichkeiten von New Vegas als Vergleich heranzieht, wird hier bestimmt einiges an Spieltiefe drinstecken. Alle Ausrüstung nutzt sich mit der Zeit ab, kann aber über Crafting-Fertigkeiten wieder repariert werden. Die Abnutzung soll nicht allzu stark sein. Mr. Matty Plays sprach davon, dass er in seinem 90-minütigen Anspieltest kein Ausrüstungsteil unter 80% bekommen hat. Das spricht eher dafür, dass man nicht andauernd mit kaputten Waffen und Rüstungen mitten im Dungeon steht, wenn man zumindest ab und zu mal darauf achtet. Quest-System. Noch kurz ein paar Worte zum Quest-Design. Die meisten Quests sollten auf mehrere Arten zu lösen sein. Im Beispiel von Mr. Matty ging es um eine Wiederbeschaffung von verloren gegangenen Lieferungen, die einem, ich nenne es mal filterfreundlich, Medikamentenverkäufer verloren gegangen sind. Diese humorvolle Geschichte offenbarte dann, dass die Pakete in den Gedärmen von Tieren transportiert wurden. So konnte man die Viecher alle abknallen, den örtlichen Tierpfleger einschüchtern oder überreden, einen an die Tiere heranzulassen oder heimlich die ekligen Hinterlassenschaften durchsuchen. In anderen Beispielen gibt es dann auch Wege mit Schleichen, Hacking und vielen anderen Skills und Vorgehensweisen zum Ziel zu kommen. Und viele der Aufgaben haben nicht nur ein mögliches Ende, sondern man muss auch im Verlauf einzelner Geschichten immer wieder Entscheidungen treffen, sodass das Ergebnis sehr unterschiedlich sein kann. Wodurch natürlich auch der Einfluss der Handlungen auf die Fraktionen und NPC-Beziehungen sehr unterschiedlich ausfallen kann. Technik und Engine, Grafik und Sound. Obsidian arbeitet mit der Unreal Engine 4. Dadurch wird die Grafik in den meisten Bereichen keine Wünsche offen lassen. Komplexe Licht- und Schatteneffekte, Charakteranimationen, Kampfverhalten und viele andere Dinge sind in der Engine bereits auf hohem Niveau integriert. Und dadurch sind so manche Probleme, die etwa Bethesda-RPGs immer mit sich bringen, in diesem Spiel nicht zu erwarten. Die Grafik sieht für meinen Geschmack auf jeden Fall deutlich besser aus als die meisten vergleichbaren Rollenspiele. Die Texturen sind teilweise noch matschig, aber das kann ja bis zum Release noch besser werden. Durch die ausgereifte Engine von Epic kann in diesem Bereich wirklich nicht viel schief gehen, weder was die Optik anbelangt noch die Performance. Die Unreal Engine ist auch bekannt dafür, dass sie auf mittleren und niedrigen Einstellungen meistens noch akzeptabel aussieht und damit sollten auch Besitzer von alten und etwas schwächeren PCs noch in den Genuss von Outer Worlds kommen. Der Sound ist momentan wohl noch nicht fertig. Mr. Matty spricht in seinem ersten Eindruck davon, dass die NPCs zwar in den Questgesprächen sehr gut vertont sind, auch die Kämpfe knackige Geräusche liefern, wenn man aber nur so durch die Welt geht, wird es schnell sehr still bisher. Weder gibt es umfangreiche Ambiente-Geräusche, noch viele Interaktionen der NPCs untereinander. Hier muss Obsidian auf jeden Fall bis zum Release noch einiges nacharbeiten, damit dieser Teil nicht zu langweilig wird. Factions. Fraktionen und das Erlangen von positiven oder negativen Ruf bei diesen ist wie auch in New Vegas ein wichtiger Teil von Outer Worlds. Mit dem Freischalten von bestimmten Rufstufen werden Quests und neue Questlösungen möglich und auch bestimmte Belohnungen oder Läden hängen vom Fraktionsruf ab. Ebenso werden die Begleiter zumindest teilweise zu einer Fraktion dazugehören oder diese besonders verachten, was Einfluss auf das Gefüge der Gruppe haben wird. Bisher sind 4 Fraktionen für Outer Worlds bekannt. Da wären für den Anfang die beiden großen Firmen Anti-Kleos und Spacer's Choice. Die Werbung für ihre Läden sieht man überall in der Welt und zwischen diesen beiden Firmen herrscht ein reger Konkurrenzkampf. Spacer's Choice ist eigentlich ein Aushängeschild für die dahinterstehende Militärfirma Universal Defense Logistics. Darüber hinaus gibt es auch noch die Marauders und die Philosophists. Beides sind keine Firmen, sondern eher wie Gangs zu betrachten, die ihrerseits über Gebiete und Geschäftsmöglichkeiten streiten. Als Spieler werden wir die Auswahl haben, in den Rängen dieser Fraktionen aufzusteigen, indem wir Quests für sie erledigen oder auch Ruf zu verlieren, weil wir ihre Gegner unterstützen und vielleicht auch gegen sie vorgehen. Wie komplex dies ausfallen wird, ist bisher noch nicht genauer bekannt, aber ich vermute, dass Obsidian genau hier wieder einiges an Detailreichtum ins Spiel packen wird. Mods und Modding. Da die Verwandtschaft von Outer Worlds zu Fallout so eng ist, gibt es natürlich auch starke Erwartungen, was das Modding für Outer Worlds betrifft. Die Fallout-Titel sind durch die oft verfluchte, aber irgendwie auch wunderbare Engine von Bethesda extremst modbar.
Und die Mod-Tools dafür sind mittlerweile so gut bekannt und es gibt so viele Leute, die damit wunderbare Inhalte schaffen. Dies wird Outer Worlds nicht leisten können. Es wird zum Release kein Modding geben, so viel haben die Entwickler bereits gesagt. Sie würden sich aber sehr freuen, wenn sie nach dem Release so viel wie umsetzbar möglich machen könnten. Dies kann nun sehr viel heißen. Auch die Unreal Engine 4 ist mittlerweile gut dokumentiert und öffentlich nutzbar für jeden. Mal schauen, wie weit Obsidian da ihre Dateien offenlegen werden und inwieweit man darauf aufbauen darf. Aber meine Einschätzung ist, dass es bei weitem nicht so gut modbar sein wird, wie alle Bethesda-Spiele dies bieten. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Erwartungen und Hoffnungen. Obsidian Entertainment war schon seit sehr langer Zeit ein Garant für gute Rollenspiele. Mehrere meiner Lieblingsspiele kamen von diesem Studio und daher sind meine Erwartungen und Hoffnungen für The Outer Worlds auch besonders hoch. Hinzu kommt, dass die Chefs von Obsidian selbst im Interview davon sprachen, dass dieses Spiel ihr Traumspiel wäre, das sie schon immer machen wollten, aber bisher nie die Gelegenheit dazu hatten. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Rein technisch gesehen erwarten uns wohl ca. 40 Stunden Spielzeit für einen Durchlauf durch die Geschichte. Wenn man alle Geheimnisse und alle Wendungen und Varianten sehen möchte, wird man Outer Worlds sicher mehrere Male durchspielen müssen. Ich denke, ich werde weitere Videos zum Spiel noch vor Release bringen und dann mal schauen, was man damit alles veranstalten kann, wenn das Spiel erstmal draußen ist. Wenn du dazu Vorschläge und Ideen hast, was du gern von Outer Worlds noch wissen möchtest, welche Hilfen du gerne hättest, ob du ein Let's Play von mir sehen möchtest oder lieber nur Guides und Tipps und Tricks, lass es mich in den Kommentaren wissen. Gern können wir auch auf meiner Webseite zapzock.de diskutieren, wo du alle Beiträge auch immer in Textform und meistens als Podcast finden kannst. Und obendrein noch viel mehr Infos, Tipps und News, die es nicht in Videos geschafft haben. Wenn du diese Folge schlecht fandest, dann weißt du, was du tun kannst. Ansonsten klicke einfach auf den Daumen nach oben. Und für mehr Infos zu Outer Worlds oder anderen RPGs, MMOs, Strategie- und Wirtschaftsspielen, drück ruhig auf den Abo-Knopf und die Glocke, um nichts zu verpassen. Im Bild siehst du gerade weitere Videos von mir, die dich interessieren könnten. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.